Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde heute mal das schöne Wetter nutzen und eine kleine Testfahrt machen, denn was ich noch nicht gemacht habe, ist mit den Tech-Pullis, die ich eingebaut habe, mal einen Topspeed-Test zu machen, und das werde ich heute bei diesem traumhaften Wetter mal machen. Ich nehme euch da mit und würde sagen, dann fahre ich mal los. Das Wetter ist heute wirklich absolut super, sollen heute 34 Grad werden. Da ist man natürlich mit der dicken Jacke jetzt nicht perfekt angezogen, aber der Fahrtwind, der kühlt dann wieder ein bisschen runter. Ja, nach meinem Unfall mit der BMW fahre ich natürlich, egal wie heiß das Wetter ist, nur noch mit Sicherheitskleidung, also sprich eine richtige Motorradjacke mit Protektoren. Auch zumindest eine Jeans, die aus Kevlar ist, mit Protektoren drin. Da fühle ich mich dann doch ein bisschen besser. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie sich die Tech-Pullis auf die Höchstgeschwindigkeit auswirken. Ich habe ja die 14 Gramm eingebaut, also nicht die 12,5er oder 13er, die man halt nimmt, wenn man ein bisschen mehr Beschleunigung haben möchte. Sondern ich habe das gleiche Gewicht genommen wie die Originalrollen. Bin bisher auch sehr zufrieden, also von der Laufkultur wirklich super. Keinerlei Geräusche, diese ganzen Rasselgeräusche, die man manchmal mit Vario-Rollen hat, sind komplett weg. Ich mache jetzt noch rasch mein Smartphone fertig und dran. Für diese Tests benutze ich ja immer diese Tacho-App, die gibt es fürs iPhone. Die ist ganz praktisch, da kann man dann die Distanz sehen, die aktuellen Geschwindigkeiten und dann auch die während der Strecke gefahrene Maximalgeschwindigkeit mit GPS gemessen. Die ist ganz gut, die nehme ich immer, dann haben wir gleich mal einen Vergleich, wie das Ganze aussieht, ob da eine Abweichung ist. Und ich habe mir das Küblerrad auch eingebaut jetzt, das Speedwheel, sodass die Tacho-Abweichung jetzt an sich nur noch minimal sein dürfte. Aber das sehen wir dann auch gleich auf der Strecke. So, auf geht's auf die Autobahn. Wie gesagt, heute Speedtest mit den Tech-Pullis, den neuen 14 Gramm und mit dem Kübler Speedwheel. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Verkehr. Die 120 fährt die Vespa sauber. Man merkt natürlich sofort, dass ohne die Scheibe ein bisschen Geschwindigkeit verloren geht. Also diese kleine Cruiserscheibe bringt auf jeden Fall noch mal 5 bis 7 km/h, weil man hat doch wirklich einen ganz schönen Wind auf der Brust, der vom Fahrzeug darauf geleitet wird.
So, das war doch recht erfolgreich. Ganz angenehm, jetzt mal ein bisschen im Schatten zu fahren hier. So, ich halte mal kurz an. 64 Kilometer gefahren, eine ganze Menge. Maximalgeschwindigkeit 132 km/h. Das ist doch super. Also normalerweise ist die Vespa GTS 300 angegeben mit 118. Laut Tacho ist sie vorher gefahren, ja, ich sag mal so 120 ist sie immer gefahren. Jetzt hat sie laut GPS 132. Durch das Tonrad von Kübler haben wir jetzt auch nur noch eine Abweichung von vielleicht 2 Kilometern. Das heißt, der Tacho zeigt immer noch ein bisschen mehr an, aber nicht mehr so viel wie vorher. Das heißt, wir sind fast original bei der Geschwindigkeit mit 132. Also wenn man dann mal die Investitionen dagegen rechnet, ein bisschen Arbeitszeit, die man investieren muss, und die Tech-Pullis, die kosten jetzt nicht so viel. Ich glaube, die haben so 39, 40 Euro gekostet. Während eine komplette Vario zwischen 150 und 250 Euro kostet, ist das eine günstige Variante. Ich muss jetzt natürlich noch mal kontrollieren. 132 ist, finde ich, relativ gut schon als Topspeed, und das ohne das kleine Windschild. Also ich glaube, wenn man jetzt noch dieses Cruiser-Windschild dran hätte, was zwischen 5 und 7 km/h bringt, dann kommen wir schon fast in Richtung 140, ohne irgendwelchen großen Tuning-Aufwand, nur durch Vario-Rollen. Das ist super, aber ich muss jetzt noch mal kontrollieren, sprich mir die Vario noch mal anschauen, den Keilriemen noch mal anschauen, wie hoch der steigt. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich habe da so einen Strich gemacht, um zu sehen, wie hoch der Keilriemen nach oben geht. Der sollte also im Idealfall natürlich nicht ans Gehäuse kommen, weil dann kann durch erhöhte Temperatur und Schraben des Keilriemens am Gehäuse eventuell eine Öldichtung von der Ölwanne unten kaputt gehen oder der Riemen kann beschädigt werden. Das möchte man alles nicht. Von daher werde ich jetzt noch mal kontrollieren, ob der Riemen dann noch im normalen Bereich bleibt oder ob der zu hoch steigt. Aber wenn das der Fall ist, alles super. Preisgünstigste Tuning-Möglichkeit für eine Vespa GTS. Ob man das jetzt ausfährt, ich glaube, man braucht es jetzt nicht unbedingt. Ich fahre sowieso meistens so 100, 110 Landstraße und alles ist gut. Ja, liebe Scooterfreunde, das war's für heute mit dem kurzen Testvideo und der Testfahrt mit den Tech-Pulli-Rollen. Also der Topspeed ist völlig in Ordnung, 132 laut GPS. Das ist eine Menge dafür, dass man jetzt nicht viel gemacht hat, sondern nur für 30, 40 Euro ein paar Vario-Rollen getauscht hat. Aber die bringen wirklich eine Menge. Punkt A für den Lauf der Vario, der ist viel ruhiger und gleichmäßiger als vorher, was ich sehr schön finde. Und natürlich auch für den Topspeed, und das jetzt ohne große Umbauten zu machen. Und wir haben im Vergleich zu vorher habe ich jetzt 12 km/h mehr, finde ich eine ganze Menge. Und ich fahre ja im Augenblick ohne das kleine Cruiser-Windschild. Wenn das jetzt noch dran wäre, hätte ich vielleicht noch mal 5 bis 7 km/h mehr. Und dann hat man wirklich eine Tuning-Maßnahme, die nicht so teuer ist, die man auch selber machen kann. Denkt nur dran, dass wenn ihr das macht und die 14 Gramm Rollen wählt wie ich, dann bitte noch mal eine Testfahrt machen, kurz mal auf Höchstgeschwindigkeit und danach noch mal die Vario abbauen und gucken mit diesem Eddingstrich, wie hoch der Riemen steigt. Ne? Weil man möchte natürlich nicht, dass der zu hoch steigt, sich dann beschädigt oder unten am Gehäuse an der Ölwanne schleift. Also von daher ganz wichtig, bei hohem Gewicht der Rollen immer noch mal kontrollieren, wie die Steighöhe ist. Ja, ansonsten war es das für heute. Hat wieder mal viel Spaß gemacht bei diesen freundlichen 32 Grad und Sonnenschein. Es wird heute noch wärmer, noch 34, morgen 37. Da macht es natürlich wieder richtig Spaß zu fahren und der Fahrtwind sorgt dann auch ein bisschen für Abkühlung. Ich hoffe, ihr seid auch unterwegs und fahrt, und denkt dran, wenn ihr fahrt, fahrt bitte vorsichtig. Denkt immer an die Sicherheitskleidung. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren wäre natürlich super. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.